So, und jetzt zu einer ganz besonderen Spezies, Gamern. Dafür verlassen wir kurz die Bundeskunsthalle in Bonn und gehen nach Köln, denn dahin pilgern sie bald wieder alle zur Gamescom, der weltgrößten Messe für Computer- und Videospiele. Und da trifft man ja immer sehr viele kreative Menschen, zum Beispiel das Team von Pithead Studio aus Bochum. Nicht nur ihre Spiele sind von der Zechenkultur im Ruhrgebiet geprägt. Auch der Name ihres Entwicklerstudios Pithead kommt aus dem Bergbau im Kohlenpott. Pithead ist im Grunde genommen ein Schachtausgang. Es ist sozusagen so dieses Loch da, wo man rauskommt oder wo es in den Schacht hineingeht. So, das nennt man Pithead. Mein Vater war tatsächlich auch Grubenkumpel und irgendwie steckt das so in uns drin. Das heißt also, selbst wenn wir irgendwelche Spiele machen oder so, man wird unsere Landschaft auf jeden Fall irgendwie immer wieder erkennen. Der Förderturm, ihr Markenzeichen. Sie sind Botschafter des Ruhrgebiets. Wir haben immer Spiele gemacht, die wir gerne liebevoll Ruhrpott-Fantasy genannt haben. Das ist halt ein sehr rauer Ton hier. Die Menschen sind sehr direkt, die sind sehr ehrlich, die sagen, was sie denken. Wir nennen das auch gerne den Spielern aufs Maul schauen. Also das, wenn man jetzt irgendwo hier an eine Bude geht und irgendeiner quatscht einen einfach an, das passiert hier halt. Und was die dann so sagen würden, nativ, so etwas würden wir gerne auch in den Spielen haben. Ihr neues Rollenspiel führt tief unter Tage. Der Held Kralon stürzt in einen alten Grubenschacht und erkundet die mysteriöse Unterwelt. Verdammt, wo bin ich denn hier bloß hineingeraten? Die alte Mine ist ein Labyrinth aus Gängen und Geheimnissen. Ein klassischer Dungeon Crawler. Ein immersives Abenteuer mit der klaren Handschrift der beiden Entwickler. Ein Spiel, was unter Tage stattfindet, das im Dunkeln da irgendwelche Sachen untersuchen, sich kleine Waffen bauen und dann gegen Ratten kämpfen müssen und sich irgendwie den Weg nach draußen zu bahnen, das mögen wir. Sowas ist eine Geschichte, die uns auf jeden Fall verbindet. Wir mögen es, wenn die Spieler selber denken müssen, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt da unten in der Mine bin? Und nicht, dass das Spiel dir sagt, mach da irgendwas. Björn Pankratz tüftelt fast täglich am Spiel. Er ist seit über 25 Jahren in der Gaming-Branche. Also ein Spiel interessant zu machen, ist die größte Herausforderung. Es muss Spaß machen. Man muss eine interessante Geschichte erzählen, irgendwie so eine Art kosmisches Rätsel, so, dass der Spieler sich fragt, was steckt denn hinter dieser ganzen Welt? Warum sind die Regeln dieser Welt so, wie sie sind? Und das ist eine Geschichte, die ist sehr aufwendig. Die fängt am Reißbrett an, das heißt, man designt das ganze Ding. Und bis es dann schlussendlich fertig ist und man es spielen kann, das dauert sehr lang. Im Alleingang gegen die Krise. Mit der Branchengröße Piranha Bytes feierten sie Erfolge. 2024 kam die Insolvenz. Mit Pithead wagen sie den Neustart. Wir hatten damals feste Kosten im Monat von 270.000 €. Das ist eine Viertelmillion jeden Monat. Und das muss man erstmal wieder einspielen. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Brauchen wir nur noch einen kleinen Bruchteil davon verkaufen, wenn wir ein kleineres Team haben. Du kannst auch mal experimentieren. Du kannst irgendwas in das Spiel einbauen und keiner sagt nein. Während so ein großer Kahn mit einem großen Team, den wendet man nicht so schnell. Die Gamescom in Köln ist der große Test. Am Stand der beiden in der Indie Area wird erstmals eine spielbare Demo-Version von Kralon bereitstehen. Und das ist total schön, das dann auch zu sehen auf so einer Messe, wenn dann Leute kommen und die erschrecken sich dann an genau der Stelle, wo ich gedacht habe, hoffentlich erschrecken die sich da. Und das ist es, was wir uns so gewünscht haben. Mach doch ein Spiel, worauf du selber Bock hast, dann bist du als Computerspieleentwicklerin oder als Entwickler am besten.